Hallo, mein Name ist Elena Mecek, ich bin die Gründerin von Inhaber und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man mit unserer E-Signatur arbeitet. Hier im Home-Bereich befinde ich mich direkt in der Oberfläche und Sie kann hier direkt auch den Signaturprozess nachvollziehen. 26 offene Verträge bedeutet, jemand hat den Vertrag noch nicht signiert, aber wie konkret lade ich Personen zur Signatur ein? Als erstes bestimme ich, wo soll der Vertrag eigentlich denn liegen, den ich zur Signatur auch dann verschicken möchte. Klicke dann auf Dokumente erstellen und kann direkt bestimmen, ob es ein geschütztes Dokument sein soll. Das ist das Einzigartige bei Inhaber. In diesem Fall wäre eine Registrierung des Unterzeichners notwendig. Wenn ich das ausgeschalten lasse, bedeutet es, der Unterzeichner muss sich nicht registrieren, sondern kann direkt über den Link auf den Vertrag zugreifen und diesen unterzeichnen. Klicke auf Erstellen und es öffnet sich eine leere Vertragsakte mit dem Titel, Beschreibung, Laufzeit, Finanzen und so weiter, abhängig von dem Dokumenttyp, was ich ausgewählt habe. Sagen wir, es ist ein Dienstleistungsvertrag, Max Mustermann GmbH. In einem anderen Video zeige ich, wie man künstliche Intelligenz dazu nutzen kann, um diese Metadaten automatisiert auszufüllen. Nun fülle ich das erstmal manuell aus, füge hier die Werte dazu und muss abhängig von den Metadaten, die hier mit einem roten Sternchen hinterlegt sind, also erforderliche Pflichtfelder sind, muss ich das eben zuerst ausfüllen. Nun kann ich durch Drag and Drop die Dateien hochladen, die auch tatsächlich signiert werden müssen. Ich kann durch Drag and Drop Dokumente einfach reinziehen und auch bestimmen, ob beide signiert werden sollten oder wie auch in einem Briefumschlag zum Beispiel nur eine Datei zum Signieren ist und die andere nur zur Kenntnisnahme. Ich klicke auf Hinzufügen und kann direkt bestimmen, wer denn zur Signatur eingeladen werden sollte. Ebenfalls kann ich Betrachter hinterlegen. Das wären die Personen, die zwar über den Signaturprozess informiert werden, aber eben nicht selbst unterzeichnen müssten. Ebenfalls kann ich hier rechts auch Teilnehmer einladen und auch mich selbst als Unterzeichnerin hinterlegen. Nun, wenn ich auch bestimmen möchte, wo genau die Signatur hinterlegt werden sollte, klicke ich auf die Datei, in diesem Falle Dienstleistungsvertrag, und kann hier Datei bearbeiten. Nun, abhängig davon, wen ich eingeladen habe, das Dokument zu signieren, oder auch kann ich an dieser Stelle mehrere Personen zusätzlich hinzufügen, kann ich nun hinterlegen, an welcher Stelle die Signatur hinterlegt werden sollte. Ich kann auch jeweils an jeder Seite den Signaturstempel sozusagen setzen und nun klicke ich zurück und auf Erstellen. In diesem Moment geht die Einladung zur Signatur an die entsprechenden Personen raus. Da ich mich vorher selbst zur Signatur eingeladen habe, kann ich direkt auf Signieren gehen und hier sehe ich, es gibt 3 Stellen in dem Dokument, wo ich auch unterzeichnen müsste. Ich klicke auf Signieren, kann meine Signatur entweder zeichnen oder eintippen und hinterlege meine Unterschrift, bestätige, dass ich meinen Namen überprüft habe und klicke auf Signieren. Nun ist meine Signatur hier hinterlegt und ich kann genauso an die entsprechenden Stellen klicken, das Dokument signieren und zu allerletzt hier auf Fertig klicken. Damit ist die Datei signiert und ich habe auch zusätzlich den digitalen Signaturstempel am Ende des Dokuments und den Signaturnachweis als Zertifikat mit einer Bestätigung, wer sind die Unterzeichner, welche Unterlagen wurden signiert und was war eventuell nur der Anhang zum Vertrag, was aber eben mit in diesem Umschlag zur Unterschrift verschickt wurde.
Bei Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.